Die Kids-Tour mit dem Eurobus ist seit 2008 unterwegs zu Volksschulen in ganz Österreich. Wir haben heuer unser 15-jähriges Jubiläum. Bei der Kids-Tour kommen Volksschulklassen in den Bus. Sie werden aufgeteilt in 2 Gruppen im Bus und haben auf der einen Seite die Sicherheitsmerkmale, wir sagen auch die Zaubermerkmale dazu. Und auf der anderen Seite haben wir die Schatzkammer, da erfahren die Kinder den Weg des Geldes. Ich denke, die Idee ist großartig, wenn ein Bus zu uns kommt und wir nicht irgendwo auswärts wohin müssen, weil sie waren schon ganz neugierig, was machen wir in dem Bus, weil sie kennen den Bus immer nur vom Wegfahren oder irgendwo hinfahren, aber dass man da drinnen eigentlich eine Unterrichtsstunde abhalten kann, das ist für die Kinder sicher ganz neu. Ich finde es fantastisch, weil die Kinder, die Nationalbank ist einmal was Besonderes für die Kinder. Sie wissen, dass der Sitz in Wien ist und einfach, dass da ein Bus kommt und die Kinder da hineinsteigen dürfen und dass der nicht normal mit Sitzen ausgestattet ist, sondern so exklusiv mit einem Sitzkreis und Sitzen auf höheren Podesten. Das ist schon einmal ein Erlebnis und die Kinder sind sehr neugierig, was Geld betrifft. Genau, aus dem ist unsere Banknote gemacht, aus Baumwolle. Also ich habe schon hineingeschnuppert in den Bus und einerseits werden die Kinder ganz fasziniert sein von den Merkmalen des Geldes, wie man sie wirklich feststellen kann, ob eine Echtheit des Geldes gegeben ist, mit dem Fühlen, Sehen und Kippen. Ja. Was glaubst du, wer ist diese Dame? Die Zahl nennt man auch Smaragdzahl. Hast du das schon mal gehört? Die zweite Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung des Geldes, angefangen vom Tauschmarkt, der sehr gut mit Steinen und Muscheln dargestellt wurde, bis hin zum heutigen Geld und in Realien wie ein Schaf oder so aufgewogen wurde. Oh, ich tausche mein Brot einfach gegen das Fell. Klingt doch super, oder? Was würdest du eintauschen? In diesen Münzen war es dann eindeutig geregelt, wie viel man für so ein Schaf zahlen musste. Kann ich jetzt so viel einkaufen gehen, wie ich will? Ich finde die Idee toll, dass sich das Ganze mal um das Geld dreht. Das ist eigentlich ein Thema, das jetzt nicht so großartig behandelt wird. Schon aber jetzt, wie es entstanden ist, was ich jetzt so gemerkt habe, die Entwicklung des Geldes, woraus das Papier ist. Man lernt immer nur Euro und Cent natürlich und mit dem Geld rechnen, aber den Hintergrund des Geldes wird jetzt eigentlich gar nicht so behandelt und das gefällt mir jetzt an dem Programm sehr gut. Und ich denke, den Kindern gefällt es auch. Es wird auch mit allen Sinnen gearbeitet, habe ich schon bemerkt. Die Kolleginnen sind sehr gut geschult, denke ich. Und sie machen das großartig mit viel Anschauungsmaterial und wirklich empfehlenswert. Ist der echt oder fake? Fake. Wir brauchen natürlich für den großen Bus einen entsprechenden Standplatz in der Nähe von der Schule. Die Voraussetzungen sind 100 Kinder oder 6 Klassen. Wenn es kleine Schulen sind, legen wir diese Schulen, wenn sie örtlich in der Nähe sind, gerne zusammen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn es große Schulen sind, sind wir natürlich auch bei der Schule 2 Tage oder auch 3 Tage, je nachdem wie viele Klassen die Schule hat. Und wir schauen natürlich, dass wir von der Vorschulklasse bis zur 4. Klasse alle Kinder mit unserem Programm erreichen können.